Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich zeige euch im heutigen Video, wie ihr das Knotenshirt Lea näht. Das ist super schnell genäht, es hat nur 6 Schnittteile und ist auch perfekt für Anfänger geeignet. Ihr habt den Stoff gewaschen, getrocknet und gebügelt und dann können wir mit dem Zuschnitt starten. Ihr solltet übrigens immer den Stoff vorwaschen, damit er nicht nachher einläuft, wenn ihr das Ganze zusammengenäht habt. Das wäre natürlich blöd. Der Maschenlauf geht in die Richtung, also hier unten ist die offene Kante und hier rechts und links sind die Schnittkanten. Wir legen dann jetzt die Schnittteile auf, wie im Zuschneideplan gezeigt. Das Vorderteil hat eine Naht vorne, das Rückenteil liegt im Bruch und dann haben wir noch den Ärmel, der parallel zum Bruch und zur Kante liegt. Das ist hier einmal der Fadenlauf, das messen wir noch schnell aus. Also einmal das Schnittmuster auflegen und dann messe ich einmal oben am Fadenlauf und unten am Fadenlauf runter zur Kante. 45,5, das ist nicht ganz gerade. So. 45,5, genau. Und dann können wir das Ganze Moment, es fehlt noch das Halsbündchen. Das können wir sonst aber auch gleich zuschneiden. Das hat hier den Fadenlauf, also kann es einmal hier gerade reingelegt werden. Gut, und dann schneiden wir das Ganze aus. Ausgeschnitten habt, markiert ihr noch die Knipse. Da haben wir am Ärmel hier unten am Saum 2 Knipse. Die markieren die Saumhöhe, also wie viel nachher nach innen umgeschlagen wird. Dann haben wir hier nochmal einen Passknips auf dem unteren Drittel. Und dann haben wir hier oben an der Armkugel vorne einen Knips, dann in der Mitte, wo die Schulter aufeinander trifft, auch ein Knips und für das hintere Armloch 2 Knipse. Am Vorderteil haben wir dann auch nochmal 2 Knipse. Einmal hier den Knips für die Länge, wie weit das Oberteil geschlossen wird. Da müsst ihr dann entsprechend eurer Größe den Knips auswählen. Und im Armloch einen Knips. Für das Rückteil markiert ihr euch auf jeden Fall oben am Armloch den Bruch. Das ist dann die hintere Mitte vom Halsloch, ganz wichtig. Und dann haben wir noch im Armloch die beiden Knipse, passend zum Ärmel. Und dann haben wir als letztes noch den Halsstreifen. Da haben wir dann ein paar mehr Knipse. Da achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr immer schön die richtige Größe nehmt. Und dann sind wir mit dem Zuschnitt fertig. Wir brauchen jetzt für genau eine Naht die Nähmaschine. Wir legen jetzt die beiden Vorderteile rechts aufeinander. Wir nähen dann von hier am Halsloch im Abstand von 0,7 cm mit einem elastischen Stich bis zum Knips runter. So sieht das Ganze dann aus. Ihr könnt hier die Naht dann gerne jetzt noch auseinanderbügeln und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Kanten vom Bindeband einzeln versäubern, wenn ihr ein passendes Garn dafür habt. Wenn ihr kein passendes Garn habt, würde ich das ehrlich gesagt lassen, denn ein Jersey-Stoff franzt ja nicht aus und man wird nachher diese Kante auf jeden Fall sehen, weil man damit ja einen Knoten macht und dann sieht man auch die Rückseite. Deswegen, wenn ihr ein passendes Overlock-Garn habt, könnt ihr das gerne noch die offenen Kanten versäubern. Ich mache das jetzt ohne und nähe einfach so weiter. Als erstes bügele ich dann, wie gesagt, hier oben noch das Vorderteil auseinander. Und dann können wir auch schon das Rückteil rechts auf das Vorderteil legen und dann beide Schulternähte schließen. Also dann einmal hier und einmal hier lang. Das mache ich dann jetzt mit der Overlock. Dann könnt ihr euch euren Halsstreifen nehmen und den rechts aufeinander legen und dann hier die kurze Seite schließen. Und dann bügeln wir uns einmal das Halsbündchen in der Hälfte und stecken es auf den Halsausschnitt. Ihr habt jetzt hier den hinteren Halsausschnitt und den vorderen Halsausschnitt. Der vordere Halsausschnitt ist deutlich länger als der hintere und dementsprechend müssen wir jetzt auch unser Bündchen den Halsausschnitt legen. Wir haben 2 Strecken, die deutlich länger sind, das seht ihr hier.
und 2, die kürzer sind, und dann passt es genau so auf den Halsausschnitt. Ich stecke mir das gar nicht großartig, ich lege mir das einfach an der Schulternaht, wo ich beginne, und schaue dann beim Nähen, dass die Knipse aufeinander passen. Beim Nähen muss man das Bündchen jetzt ein wenig dehnen, denn wenn man es so glatt hinlegt, seht ihr, der Knips ist noch nicht genau an der vorderen Mittennaht, und wir müssen dann während des Nähens ein wenig am Bündchen ziehen, nicht auch am Halsausschnitt, der sollte glatt bleiben, sondern nur am Bündchen so lange ziehen, bis auch unten drunter der Halsausschnitt glatt liegt. So, ich nähe so viel, dass die Overlock jetzt quasi den Stoff schon gegriffen hat, und so kann ich dann am Stoff ziehen, so dass die Lage unten drunter auch glatt liegt, und dann kann ich es annähen. Wenn ich dann am Knips angekommen bin, mache ich weiter. Ich nehme mir dann die Schulternaht hier, die kommt, und der nächste Knips und mache das gleiche wieder. Ich lege mir Schulternaht und Knips aufeinander und ziehe so lange, bis dann unten drunter alles glatt liegt. So. Dann machen wir das Ganze hinten auch nochmal. Hier ist die Strecke deutlich kürzer. Wir haben in der Mitte hier den Knips, und da kann ich eigentlich auch genauso Knipse aufeinander legen, so lange ziehen, bis die Strecke unten drunter glatt liegt, und annähen. Wir können das Halsbündchen dann noch schön flach bügeln. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch die Rundung noch absteppen mit einem elastischen Geradstich oder Zickzack. Und als nächstes nähen wir dann die Ärmel ein. Dazu achtet darauf, die Ärmel rechts auf das Teil zu legen und darauf achten, dass die Knipse aufeinander passen. Im Vorderteil haben wir einen Knips, im Rückteil haben wir 2 Knipse, und ein Knips kommt dann direkt auf die Schulter. Auch hier stecke ich meistens nichts. Ich fange einfach an einer Seite an und schaue dann unter der Maschine, dass die Knipse aufeinander treffen. Und jetzt klappen wir Vorder- und Rückteil aufeinander und halbieren die Ärmel und können dann jetzt in einem Rutsch die Ärmel und die Seitennaht schließen. Jetzt haben wir noch die Säume hier unten und auch der Saum am Ärmel. Hier am Ärmel könnt ihr dann jeweils 2 cm nach innen umbügeln, und dann steppen wir den Saum bei 1,5 cm ab. Und hier das Bindeband bügeln wir an der kompletten Kante einmal 0,7 cm um und steppen es dann bei 0,5 cm ab. Dafür brauchen wir dann wieder die normale Nähmaschine, um dann einen elastischen Geradstich zu verwenden. Und so schnell kann es gehen, das Knotenshirt Lea ist jetzt fertig. Wir haben hier unten die Knotenbänder, so sieht es aus. Und mit den Knotenbändern könnt ihr euch dann einen Knoten reinmachen oder auch eine Schleife, denn sie sind lang genug, um auch eine Schleife zu machen. Ich habe jetzt die lange Variante gewählt für die Ärmel. Ihr könnt aber auch die kürzere Variante wählen oder ihr macht es euch einfach noch kürzer und habt ein T-Shirt. Ich finde alle Varianten super cool für den Sommer, denn das T-Shirt ist richtig schön weit und locker, und wenn es dann mal richtig warm wird, dann ist es perfekt. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne an christina@barra-studio.com und abonniert unbedingt hier meinen YouTube-Kanal, denn hier lade ich immer wieder neue Tutorials hoch und erkläre meine Videos und zeige euch ein paar Nähhacks. Und bei Instagram bin ich auch bei barra-studio, könnt ihr mir folgen. Und ja, ich glaube, das war's fürs Video, und ich freue mich auf das nächste.